Okay. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir gleich flüchten müssen. Darum nehme ich jetzt einfach mal erst den Brief. Anleitung Aufzugmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn an die Maschinerie einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten Folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage, 4-Phasen-Amplitude, kompletter Dampfstrom-Kreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Und das wird ja hier einer von diesen Dingern sein. Wir sollten abhauen. Ich habe das Gefühl, dass der Geist wütend ist. Okay. Wir sollten ihn nicht wütender machen, als er schon sowieso ist. Also hauen wir ab. Ich glaube, wir haben hier alles gefunden. Er versuchte die Teile zusammenzusetzen, doch genau wie die Sanddünen veränderten auch sie ihre Form, wenn man nicht hinsah. Okay, wir haben jetzt einen von diesen komischen Stäben gefunden. Wahrscheinlich finden wir den anderen im Gästezimmer und den anderen unten im Lagerraum. Ich bin aber heute nicht mehr gewillt, in irgendeins von den beiden Zimmern zu gehen. Darum, wir haben jetzt hier, also, ich finde, wir haben 5 Öl und wir haben ein Laudanum und wir haben einen Chemietopf und eine hohle Nadel und wir haben noch einen Strömungskreislaufstab und, ja, ich finde, das ist schon verdammt viel, was wir hier so haben und, oh, eine neue Erinnerung. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Hat das Feuer gerade auch schon so gebrannt? Ja, wir nehmen noch keine Stunde auf. Warum ist die Tür zu? Ich habe die nicht zugemacht. Okay, wir nehmen noch keine Stunde auf. Darum. Ich weiß, im Gästezimmer ist ein Viech, aber das Gästezimmer ist kurz und ich glaube, ich kann mich vor dem Viech verstecken und ja. Ich glaube, wir gehen noch eben ins Gästezimmer. Auch wenn ich eigentlich nicht will. Aber sonst, ich will wenigstens... Herberts Gepäck war mit einem Seil umwickelt. Der Verschluss war aufgebrochen worden, vermutlich von Dieben, wie er annahm. Er fragte sich, ob noch irgendetwas enthalten geblieben ist, als er daran dachte, durch wie viele Hände es schon gegangen war. My journal. Gone. The big one with my journal. Okay, die Diebe haben ihm also sein Tagebuch geklaut. Ich baue mir ja nie auf, dass es hier schön hell ist. So. Ich weiß, das Viech kommt da im rechten Raum. Darum gucke ich mich jetzt hier erst überall um. Und, ach, geh doch mal weg, Stuhl. Du störst hier nur. Oh, hier ist Sonnenlicht. Das finde ich schön. Okay, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da auch nicht. Gucken wir nochmal in die... Ah! Ein Laudanum. Was haben wir hier? 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days,
they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ich würde mal sagen, dass der Herbert wohl tot ist. Hä, war die Tür gerade auch schon auf? Kakerlaken. Ja, die muss gerade auch schon aufgefallen sein. Ich werde schon paranoid hier mittlerweile. So. Eine Zunderbüchse. Hier ist überall nichts. Da ist eine Brechstange. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Tja, das frage ich mich allerdings auch, lieber Daniel. Daniel Düsentrieb. Ein Hemd. Okay, ist hier unten noch was? Nichts. Und übrigens, meine ganze Paranoia wird heute auch noch hier ordentlich angepeitscht, weil unsere Heizung ist nämlich kaputt. Und die wird gerade im Hintergrund repariert, beziehungsweise also unten im Keller. Aber das Problem ist, das hört man halt ziemlich dolle. Dass das repariert wird. Und man hört die ganze Zeit dieses Bollern und das ist hier gerade echt beschissen mit der ganzen Atmo. Okay, ich mach mal für alle Fälle den Schrank auf, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Viech jetzt will. Es wird jetzt wahrscheinlich kommen. Mhm. Okay, Zunderbüchse? Zunderbüchse. Die Tür klemmt wegen eines defekten Schlosses. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir doch mal The key. Please, let it be here. Oh Gott. Oh Gott. Bitte finde mich nicht. Ich hatte keine Zeit mehr, die zweite Tür so zu machen. Ist er weg? Oh, er ist weg. Alter! Normalerweise kommt auch erst die Szene und dann hatte man Zeit, die Tür zuzumachen. Dann hatte man Zeit, da reinzugehen in den Schrank und... Alter, Finne, das war gemein. Das war echt gemein, Monsti. Bisschen scheiß, Monsti. Ich
finde dich auch gar nicht mehr nett. Gut, ich fand dich nie nett. Ich dachte, wir wären Bros. Ich dachte, du wärst mein Freund. Aber du bist ein Verräter. Du wolltest mir wehtun. Da habe ich dir nie was getan. Okay, ich habe dir vielleicht deine komische Kugel geklaut, aber das war alles. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ja, ja, all too strange und so. Ich weiß. Wie gesagt, Leute, ich habe ja gesagt, ich weiß vieles. Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Maschinenraumschlüssel. Oh, wir hatten da gar nicht reingekonnt. Ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Wer war der Erste? Alter! Hier ist Blut und ein Torso. Geh weg. Ich bin kein Freund von Torsen. Okay, wir können jetzt in den Maschinenraum. Ich weiß zwar nicht, warum wir da vorher nicht rein konnten. Ich dachte eigentlich, wir wären da auch reingekommen, aber anscheinend nicht. Aber okay, wir haben jetzt den Maschinenraumschlüssel. Wir haben schon mal einen von diesen Stäben. Das ist abgeschlossen. Dann nehmen wir jetzt den Schlüssel. Und dann können wir den Maschinenraum. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Ja, hier ist ja wieder toll. Ich stelle mich mal hier neben die Lampe und guck mal die Lampe an und würde sagen, dass ich an dieser Stelle für heute den Part beende. Ich bin sehr stolz darauf, wie weit wir heute gekommen sind. Ich dachte eigentlich echt nach dem Wassermonster, ich kriege eine Herzattacke und wir müssen für heute aufhören. Aber wir haben wirklich noch 2 Räume geschafft und das heißt, beim nächsten Mal gucken wir uns mal hier den Maschinenraum an und gehen dann in den Lagerraum. Ich will nicht. Und sehen dann so, dass wir den Aufzug repariert kriegen. Ich glaube, mehr werden wir beim nächsten Mal auch nicht schaffen und dann beim übernächsten Mal geht's in die Gefängnisse. Ich will nicht. Ich muss zur Beruhigung gleich erst noch mal eine Runde Final Fantasy aufnehmen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh Gott, warum tue ich mir das eigentlich an? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!